Das Sonder-Kfz 234-2, der Puma, ist der leichte Panzer zweiten und dritten Ranges im deutschen Tech-Tree, denn bis zu Rang 4 und BR 6.3 bleibt er ohne Alternativen, aber die braucht es zum Glück auch nicht. Ihn als Panzer zu bezeichnen ist gewagt, denn streng genommen haben wir hier ein achträdriges gepanzertes Fahrzeug. Das kommt wohl dabei raus, wenn ein Panzer und ein Auto sich ganz doll lieb haben. Naja, keine Ketten, aber dafür Speed, Speed, Speed. Jedenfalls, wenn man nicht durch Schlamm fährt. Denn auf festem, ebenem Gelände sind 45 Stundenkilometer drin. Und noch besser wird es auf Straßen oder Wegen. Denn mit 90 km/h Spitze fühlt es sich eher an wie Race Thunder statt War Thunder. Aber Achtung, bei solchen Geschwindigkeiten wird das Fahren schwierig. Die Besonderheit des Pumas ist der zusätzliche Fahrer für den Rückwärtsgang und das verstellbare Getriebe, das effektiv bedeutet, dass euch rückwärts die gleichen 7 Gänge zur Verfügung stehen wie vorwärts. Diese bringen schnell euren Hintern aus der Schussbahn, nachdem ihr geschossen habt, oder lassen euch mit voller Geschwindigkeit rückwärts durch die Map rasen. Einfach, weil ihr es könnt oder weil ihr eurem Motorblock mehr vertraut als der nicht existierenden Panzerung, die sogar von den schweren MGs anderer Panzer durchschlagen werden kann. Lange Strecken und weite Flanken sind also genau das Richtige und mit der 5 cm Kampfwagenkanone 39 sind weit entfernte Ziele leicht zu treffen. Der Schaden im Ziel und Durchschlagskraft sind ausreichend, auch wenn man im deutschen Panzer mit besserem verwöhnt ist. Bedenkt man aber, dass der Puma mit demselben Hauptgeschütz wie späte Panzer III ausgestattet ist, versteht man, warum die Wehrmacht das Problem hatte, dass Puma-Besatzungen ihren Aufklärungsjob vernachlässigt haben, da die starke Kanone sie in Versuchung führte, selbst zur Tat zu schreiten. Die schnelle Nachladezeit je nach Besatzung zwischen 4,8 und 3,7 Sekunden sollte euch nicht davon abhalten, nach jedem Schuss zurück in Deckung zu gehen, auch wenn die Versuchung sehr, sehr groß ist, noch schnell den Kill zu machen. Solltet ihr mit der Panzergranate 39 nicht durchkommen, so verzagt nicht und wechselt zur Panzergranate 40, da diese eine größere Durchschlagskraft im Austausch für weniger Schaden im Ziel aufweist. Vergesst dabei bitte nicht das Aufklären, denn als leichter Panzer liegt darin euer größter strategischer Wert. Aufgeklärte Ziele können auch punktgenau mit Artillerie bestrichen werden. Ach ja, eure Geschwindigkeit sorgt auch dafür, dass ihr zu Anfang eines Matches schneller vorrücken könnt, als der Gegner es erwartet. Das erlaubt euch beispielsweise auf einen Cappoint Artillerie regnen zu lassen, was euch zwar nur in einem von 10 Matches einen Kill beschert, aber das reicht ja, oder? Wenn ihr mit 80 Stundenkilometer vor eurem Team wegprescht und auf einmal vor 4 Gegnern steht, beklagt euch aber nicht, dass ihr da vorne alleine seid. Das wäre irgendwie lächerlich, oder? Die 6 Rauchgranatenwerfer, für die ihr leider nur 2 weitere Granaten mit euch führt, können schnell für eine beachtliche Nebelwand von 6 x 13 Metern Radius sorgen, die sich in 5 Sekunden ausbreitet und 20 Sekunden hält, hinter oder in der ihr euch verbergen könnt, falls es mal eng wird, oder um einzelne Gegner optisch voneinander zu trennen, um sie einzeln zu schlagen. Beim Thema Munition verfügt der Puma wie viele deutsche Panzer Munition an allen Enden und Ecken. Da eure Panzerung euch weder vor HE noch vor MG-Feuer schützt, ist es fraglich, ob euch weniger Munition im Panzer die Haut retten kann. Das erste Magazin unterhalb des Turmes würde ich auf jeden Fall leer lassen, da es euch 33 Schuss mit Sicherheit ausreichen. Wenn du bis hierher geschaut hast, dann gefällt dir mein Video oder ich habe es geschafft, dich in den Schlaf zu sprechen. Wenn du noch wach bist, würde ich mich freuen, dich zu meinen Abonnenten zählen zu dürfen, damit es mir nicht nur Spaß macht, diese Videos zu machen, sondern ich auch weiß, dass sie Leuten gefallen. Abschließend sei gesagt, dass der Puma die fahrende Glaskanone auf Rädern ist, die eine Menge Spaß macht und richtig gespielt einen großen Wert für das eigene Team haben kann. Danke für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und oder war hilfreich. Man schießt sich, Peregrin Ende.